Heute werden wir Änderungen mit rationalen Zahlen beschreiben, beziehungsweise umgekehrt. Wir bekommen Beschreibung von Änderungen und wir müssen das mathematisch darstellen. Aber das Schlimmste, wir müssen das erstmal verstehen. Also wenn Temperatur oder Wasserstand sinkt oder steigt oder geht zurück. Also allererste, was wir machen, wir schauen, was für eine Veränderung das ist. Also allererste, was ich schaue, was passiert. Ob es steigt oder sinkt. Und dadurch muss ich das entweder grafisch darstellen können oder durch eine Rechnung. Oder am besten beide. Also wenn ich sehe, dass es steigt, dann ist mir klar, es wird eine Additionsaufgabe, es wird mehr. Wenn ich sehe, dass es sinkt, dass es zurückgeht, dann ist es Subtraktionsaufgabe. Und dann das Schlimmste. Ich muss jetzt aufpassen und schauen, welche Zahl wohin gehört. Also ein Beispiel, Temperatur steigt von 3 Grad. Wenn ich höre von, das bedeutet, das ist unsere Ausgangsgröße, also das wird unsere erste Zahl sein. Also von 3 Grad. Dann schaue ich weiter. Ich muss klar verstehen, was bedeutet und was bedeutet auf. Wenn ich höre, es steigt von 3 Grad auf 10 Grad. Das bedeutet auf 10 Grad, also unser Endergebnis. Das bedeutet, jetzt ist unsere Temperatur 10 Grad. Wenn es steht 10 Grad, also steigt, wir sind immer noch bei steigen, es steigt 10 Grad. Das bedeutet, es kommen noch 10 Grad dazu, es wird 10 Grad wärmer, also plus 10 Grad. Dann muss ich das noch grafisch darstellen können. Bei dem ersten Beispiel, es steigt auf 10 Grad. Dann schaue ich, wo sind hier plus 10 Grad. Und jetzt muss ich zeigen, dass es auf 10 Grad gestiegen ist. Dann muss ich es überlegen, wie viel Grad ist es gestiegen. Dann muss ich hier Unterschied finden. Also Unterschied zwischen 10 und 3, also Abstand zwischen 10 und 3, 10 minus 3, 7. Das bedeutet in unserem ersten Beispiel, Temperatur stieg von 3 Grad 7 Grad auf 10 Grad. Dann bei dem zweiten Beispiel, stieg von 3 Grad 10 Grad. Und dann wäre unser Ergebnis 13 Grad. Also Temperatur stieg auf 13 Grad. Also in dem Fall hätten wir von 3 10 Grad und es stieg auf 13 Grad. Genau dasselbe wird es passieren, wenn es sinkt. Es sinkt von, und wenn Aufgabe lautet, es sinkt 5 Grad. Das bedeutet minus 5 Grad. Und dann muss ich noch schauen, wenn hier gesagt wird, dass es von 3 Grad sinkt und es sinkt auf 5 Grad, aber unter 0. Jetzt kommt noch etwas, worauf ich achten muss. Unter 0, das bedeutet, wir haben hier negative Zahlen. Also in dem Fall sinkt es von 3 Grad auf minus 5 Grad. Jetzt muss ich das noch ergänzen, jetzt muss ich das ausrechnen und auf dem Zahlenstrahl zeigen. Also es sinkt von 3 Grad. Dann bei dem ersten Beispiel, es sinkt 5 Grad. Das bedeutet, ich gehe 5 Grad nach unten. Es wird 5 Grad kälter. Also bis ich zu 0 komme, habe ich dann 3 Grad und dann muss ich noch 2 Grad weitergehen. Also das bedeutet, es sinkt auf minus 2 Grad. Unser zweites Beispiel. Es sinkt von 3 Grad auf minus 5 Grad. Das bedeutet, auf ist unser Endergebnis. Jetzt muss ich schauen, wie weit muss ich von 3 Grad bis minus 5 Grad gehen. Von 3 bis zu 0 sind es 3 Grad, von 0 bis zu minus 5 noch 5 Grad, also 8 Grad. Das bedeutet, es sinkt
8 Grad. Jetzt nochmal alles zusammenfassen. Wenn etwas steigt oder mit anderen Wörtern wird beschrieben, dass etwas mehr wird, dann ist es klar Addition. Dann schaue ich, es steigt von, wird dann an erster Stelle sein, unsere Anfang. Es steigt das kommt dazu. Und es steigt auf, das bedeutet, das ist unser Endergebnis. Steigt von, und auf. Dasselbe ist es, wenn es weniger wird, wenn es zurückgeht, wenn es sinkt. Es sinkt von. Es sinkt, also es sinkt Und unser Endergebnis, es sinkt auf. Das ist das, was wir am Ende haben. Okay, wenn jemandem schon klar ist, wie das alles funktioniert, wo man welche Zahlen einsetzt, dann muss man noch überlegen. Wenn bei Endergebnis steht, dass es über 0 ist, über Meeresspiegel, dann ist es eine positive Zahl. Wenn hier steht, auf so und so viel Grad unter 0, unter Meeresspiegel, unter normal 0, dann ist es natürlich negative Zahl. Okay, und dann bleibt noch letzte übrig. Wie kann ich jetzt aber diesen Abstand ausrechnen? Wenn ich hier eine positive Zahl habe und hier eine negative Zahl habe. Wie berechne ich Abstand zwischen einer positiven Zahl und einer negativen Zahl? Ist ganz einfach. Man soll Betrag von negativer Zahl mit Betrag von positiver Zahl zusammenrechnen. Mit anderen Wörtern gesagt, ich schaue Abstand von plus 3 bis zu 0. Natürlich das einfach 3. Ich schaue Abstand von minus 12 bis zu 0. Das ist natürlich 12. Mit anderen Wörtern gesagt, ich vergesse einfach unsere Vorzeichen und ich addiere die Zahlen. So weiß ich, dass wenn es steigt, dann steigt 15. Wenn es sinkt, dann sinkt 15. Okay, das ist Beispiel, wenn zwei Zahlen unterschiedliche Vorzeichen haben. Was, wenn zwei Zahlen gleichen Vorzeichen haben? Da ist ja noch einfacher. Lassen wir hier einfach plus 3, plus 1. Ist doch klar, ich muss die Zahlen einfach subtrahieren. 3 minus 1 ist gleich 2. Also steigt 2. Oder sinkt 2. Genau dasselbe passiert mit negativen Zahlen. Also hier habe ich immer noch minus 12. Hier habe ich zum Beispiel minus 4. Wie kann ich das ausrechnen? Ich muss Beträge von beiden Zahlen, beziehungsweise ich vergesse einfach Vorzeichen. Also ich betrachte die 12 und die 4. Ich muss die Zahlen subtrahieren. Unterschied zwischen 12 und 4, 8. Also, dann es steigt 8 Grad. Es sinkt 8 Grad. Und eigentlich das war's. Wenn man das immer noch nicht verstanden hat, schau mal das ganze Video von vorne.